absolute Geheimtipp. Verliebt haben wir uns in Slowenien 2018. Seitdem haben wir das Land auf vielen Reisen immer wieder besucht. Eine ganze eigene Reise haben wir ihm seitdem aber noch nicht wiedergewählt. Mit dem Start von diesem Kanal wollte ich das unbedingt ändern und einfach mehr von dieser wahnsinnig schönen und völlig unterschätzten Perle entdecken. Mein Plan ist es, in 2 Tagen an die Grenze zum Dreiländereck zu fahren und dann nach einem kurzen Abstecher durchs Friul Slowenien einmal von West nach Ost zu durchqueren, bevor ich die Tour in Maribor, dem Marburg an der Drau, beende. Eine gute Woche habe ich dafür Zeit und wie immer geht auch nicht alles glatt. Scheiße. Große Scheiße. Altes Zelt, alter Schlafsack. Es ist Anfang August, als ich mich auf meine erste Alleinreise überhaupt begebe. So, los geht's. 600 Kilometer. Glatt. Es wird nochmal ein spannender Ritt jetzt. Aber Autobahn fahren ist ja das Entspannte, dass man sich nicht so viel konzentrieren muss. Willkommen auf der A2. Es sind über 30 Grad, aber es gibt kaum Verkehr Richtung Süden. Ich mache gut Strecke, auch wenn man öfter zum Trinken anhalten muss. So, weiter geht's. Voll getankt. Immer noch. So eine Bret immer noch erbarmungslos. Jetzt Teil des Rainer Jumbo Teams. Geil. Also wer von euch noch nach einem neuen Karriere sucht, Rainer Jumbo sucht auf jeden Fall Team, Leute. Das Schöne ist, wenn man ja so richtig durchgeschwitzt ist, so richtig nass geschwitzt, dann kühlt der Fahrtwind auf einmal wieder. Und willkommen in Bayern. Wuhu. Ampeln an Ampeln. Das habe ich nicht vermisst. Ich habe in München früher sehr zentral gewohnt. Und jetzt fahren wir hier nach Pasing, ganz im Westen. Fährt man immer erst einmal so in München rum und dann im Westen rein. Das wirkt fast wie ein Dorf. Ich bin hier in der Seipels Parkhotel in Pasing und ich meine, das ist total mega. Ich zahle hier für Münchner Verhältnisse, ich zahle 67 € für die Nacht mit Frühstück für München. Sowas ist eigentlich, keine Ahnung, kriegt man sonst nicht. Dafür ist das Hotel aber ein bisschen witzig. Es ist halt so ein bisschen, klar, das Bad sieht aus wie in die Jahre gekommen, okay. Und dann kriegt man aber hier sowas. Ich würde sagen, das ist so, keine Ahnung, war mal fancy retro-schick. Aber ich finde es einfach mega geil mit so einem geilen, alten, aufgearbeiteten Schrank und so einem, keine Ahnung, einem Safe von Dr. Heindl, wahrscheinlich einer Firma, die nicht mehr existiert. Und so Bettgestelle in grün ist es mega. Ich finde es einfach geil. Sogar ein Balkon für 67 € München, genial. Ich habe allen möglichen Scheiß eingepackt. Ich habe Campingkram, wo ich bestimmt auch ein paar Kleinigkeiten vergessen habe, weil man das nicht so oft macht. Und Bücher und habe noch den Koch abgeholt und habe jetzt festgestellt, was ich nicht eingepackt habe, sind Schuhe. Also ich habe Flipflops, okay, das ist schon mal besser als nichts, aber zumindest ein ordentliches Paar Schuhe sollte ich mir dann vielleicht noch besorgen. So, jetzt geht es weiter ins Richtung Dreiländereck, Slowenien, Italien, Österreich. Aber jetzt muss ich erstmal Schuhe kaufen. Ach, die Pasinger Innenstadt hier ist aber echt nett. Hätte ich irgendwie nicht so gedacht. Das sieht doch hier gut aus. Wenn diese Roller nicht so ultra scheiße parken würden, könnte man sich da auch noch richtig gut hinstellen. Aber dann stellen wir uns halt eben genauso scheiße hin. Pasing verfügt neben einer schönen Innenstadt auch
über einen eigenen Viktualienmarkt. Der ist zwar kleiner und beschaulicher als der große in München, aber dafür überhaupt nicht überlaufen. Neben meinem zweiten Frühstück kaufe ich hier auch noch für eine Brotzeit ein. So, mal wieder später losgekommen als gedacht. Aber trotzdem, Punkt 12. Dick Mittagessen ist eingekauft. Das Abendessen fehlt noch eine Idee, weiß ich noch nicht. Aber jetzt geht's erstmal auf die Autobahn Richtung Salzburg. Ich habe mir jetzt eine Vignette gekauft, weil ich einfach keinen Bock hatte, so lange zu fahren und noch so lange unterwegs zu sein. Aber ich hätte auch gar keine Chance gehabt, weil hier steht ja A10, also hier siehst du überall A10-Ausfahrten gesperrt, außer Ziele in Österreich. Ich hatte das schon mal irgendwo gelesen, ja, habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt oder überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass die Österreicher ja an vielen Stellen die Ortsdurchfahrten hier, da, ausgenommen ÖC-Verkehr in Österreich, die Ortsdurchfahrten dicht machen. Außer man hat halt da irgendeine Buchung. Also man will genau da jetzt hier, wenn ich jetzt nach Kuchel irgendwo hier grob in der Gegend hier abfahren will, dann darf ich da rausfahren. Ja, aber wenn ich da rausfahre und will da einfach nur durch den Ort fahren und nicht auf der Autobahn fahren, dann erwischt werde, dann sieht das schnell ganz anders aus. Und deswegen sieht man ja auch hier links ständig staut sich das hier auf der Autobahn. Das ist jetzt bestimmt der dritte oder vierte oder fünfte Stau, den ich jetzt schon sehe. Also der ganze Rückreiseverkehr, der darf hier überhaupt nicht auf irgendwelche Bundesstraßen ausweichen. Trotzdem Autobahnfahren in Österreich bei dem Verkehr ganz entspannt, in dem Bergpanorama, auch wenn das Wetter jetzt nicht ultra gut ist, es ist trocken, es ist warm, es ist absolut traumhaft. Es ist einfach schön, es ist richtig schönes, entspanntes Fahren. Ach, ist das schön. Jetzt kriegt man doch tatsächlich noch ein bisschen schöne Strässchen hier zu sehen. Nach so viel Autobahn kann man jetzt tatsächlich einfach noch ein bisschen Motorrad fahren. Da war ich gar nicht richtig drauf vorbereitet, ne? Fährt man hier ab, bam, war echt geile kurvige Strecke vor der Nase. Hätte ich so nicht gedacht. Höhe. Das einmal gucken müssen wir, ne? Da biegst du ab. Oh, es geht hier schon ganz schön steil runter. Merkt man ein bisschen, dass jetzt die vielen Stunden Autobahn dann doch an der Konzentration genagt haben. Das wird morgen ganz anders aussehen. Also das war schon mal nichts. Der Campingplatz ist so restlos ausgebucht, dass sie nicht mal mehr irgendwo irgendeinen Stellplatz haben. Aber dann, das Gute ist ja, hier ist ja gleich der nächste Campingplatz und da oben waren auch noch zwei. Die ersten Hürden sind geschafft. Das etwas rudimentäre Zelt steht. Ich musste mich saumäßig beeilen, weil es dann irgendwann spät wurde und ich noch einkaufen musste. Und dafür habe ich jetzt einen fetten Einkauf. Das ist noch ein Motorrad. Aber so wie das Wetter aussieht, sieht man es da so ganz gut. Da sieht man es vielleicht. Kann das gleich noch so richtig Weltuntergang geben.
Deswegen muss ich jetzt überlegen, ob ich jetzt schnell was koche. Ich glaube, das ist das Beste. Nudeln mit Pesto sind mega. Für das nächste Mal beschließe ich aber Instant-Nudeln zu kaufen. Die kochen noch etwas schneller. Für das Entertainment an diesem Abend sorgt dann noch ein kleiner Weltuntergang. Dann baue ich das Zelt auf und denke mir, guckst auf den Regenradar, da wird schon nichts passieren. Du bist den ganzen Tag trocken geblieben, alles mega. Ich musste auch gar nicht so toll aufbauen oder die Spanngurte oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt alles nur trocken. Aber es wandert hier in einer dermaßen Art runter. Ich esse jetzt hier. Vielleicht fehlt mir nur die Routine. Aber irgendwie bin ich fürs Camping einfach zu ungeduldig. Bis man alles wieder abgebaut und verpackt hat, vergeht einfach extrem viel Zeit. Fürs nächste Mal beschließe ich auch hier auf den Kaffee zu verzichten und einfach einen Müsli-Riegel zu frühstücken. Zumindest das sollte etwas Zeit sparen. So, auf geht's zum ersten richtigen Motorradfahrtag. Mit hoffentlich geilen Strecken und gutem Wetter. 10 Uhr Abfahrt für Camping mit Frühstück und so. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber braucht dabei immer alles ein bisschen länger. Boah, ey. Ein Trecker, ein Lastwagen und danach eine wahnsinnige Autoschlange. Das ist natürlich auch der Worst Case. Ich fahre immer Richtung Süden. Über den Nassfeldpass geht es über die Grenze nach Italien. Ich habe mir noch einen kleinen Geheimtipp im Donja-Tal rausgesucht, den ich unbedingt mitnehmen will. Direkt hinter der Grenze spart Italien nicht an Superlativen. Ich folge dem Kanaltal weiter Richtung Sonne. Spektakulär spannen sich immer wieder Autobahn- und Eisenbahnbrücken über den Abgrund. In Donja biege ich Richtung Osten ab. Wahnsinn. Das sieht ja genial aus. Jetzt schauen wir mal, nachdem halb Donja eine Baustelle ist und man da sich wirklich denkt, nicht, dass ein kleiner Ort so viele Sträßchen haben kann. Donja, Sella di Somdegno, geöffnet. Sehr schön, das ist das, was ich lesen wollte. Durch das Donja-Tal. Es scheint aber auch, es ist da offen, es ist eigentlich nur so als Stichstraße eingezeichnet. Das ist jetzt eigentlich spannend, ob wir da auch rüberkommen. Das wäre natürlich mega. Das ist natürlich immer richtig, richtig geil. Sowas hier. Grober Felstunnel. Kleinstes Ministräßchen. Aber noch top asphaltiert. Und landschaftlich natürlich der absolute Traum.
Ich liebe das ja immer da lang zu fahren, wo sonst keine Sau lang fährt. Hier ist ja absolut niemand. Gut, allein schon die Straße hierher zu finden, ist schon schwierig genug gewesen, aber umso schöner, dass man sie noch finden konnte. Wie geil ist das denn? Das einfach herrlich. Also die Strecke hier rauf durchs Donjatal, das ist der absolute Wahnsinn. Also hier diese Felsmassive, man sieht das jetzt wahrscheinlich auf der Aufnahme wahnsinnig schlecht gegen das Licht, aber das ist einfach sowas von gigantisch. Und hier ist nichts los. Hier sind 3 Wanderer, irgendwelche Locals und das war's. Also das ist absolut kleinstes Sträßchen. Richtig gut. Jetzt wird's noch mal spannend. Jetzt kommt hier noch so eine schöne Serie kleinster Serpentinen. Eine saugeile Straße dafür, dass hier fast nichts los ist. Es sind hier ab und zu, hier sind so 2 Leute, keine Ahnung, sind wahrscheinlich irgendwo wandern. Beim Agritourismus saßen ein paar. Aber insgesamt ist hier einfach gar nichts los. Der absolute Geheimtipp. Zumindest auch für die Motorradfahrer, weil Motorradfahrer habe ich hier noch keinen gesehen. So, allzu weit zur Passhöhe kann es nicht mehr sein. Das ist absolut traumhaft hier oben. Ich mache gerade Mittag. Das ist eine kleine Brotzeit. Schon ein bisschen was los. Laufe ich gleich noch zu dem Refugio. Hier ist ein Schild. Da könnte es sein, dass man noch einen ganz geilen Blick hat, aber ich weiß nicht, ob in der Motorradkluft so weit laufen will. Aber das entscheide ich gleich nach dem Essen. Ja, nee. Also ich habe mir den Weg jetzt angeguckt zu dem Refugio und es sind zwar nur 10 Minuten laut dem Schild, aber das geht rauf und runter, in Stock und Stein und eine Motorradhose, die dazu auch noch wasser- und winddicht ist, das mache ich jetzt nicht. Und der Sicht, da soll laut den Fahrradfahrern, die ist schön, aber hier ist jetzt nicht spektakulärer als von der Straße da runter. Und die müssen wir jetzt ja auch noch zurückfahren. Von daher sparen wir uns das Refugio für heute. Und dann sind da auf einmal Ziegen. Ihr wart noch nicht hier und ihr seid ganz schön klein. Oh Gott, lass mich die Gang jetzt hier durch oder nicht? Hallo ihr.
Das sind die letzten Meter in Italien, also Meter kann man nicht sagen, letzten Kilometer. Bevor wir uns dem eigentlichen Ziel Slowenien widmen. Da hoch sieht es ja auch geil aus. Boah. Da öffnet sich hier so ein Blick. Ist da oben eine Straße? Oder Aquädukt? Ja, wahrscheinlich eine Straße. Zella Nevea. Man hätte es nicht für möglich gehalten. Aber willkommen in Slowenien. Also zumindest hinter der Grenze gleich. Weil eigentlich war ja quasi der Plan Motorradfahren in Slowenien. Der Abstecher über Italien war ja jetzt eigentlich wirklich nur der eine Tag, aber trotzdem hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass ich so lange noch in Italien unterwegs bin. Nach der ersten folgt heute noch direkt die zweite Stichstraße. Ich will noch auf den deutlich bekannteren Mangart-Sattel fahren. Der kostet anders als der Sondonia aber auch 10 Euro Maut. Hi! 10 euro, please. Oj, živio sama je djela danas, jer apartmanje sam je zaskucati, živio. Thank you. Thank you. Bye bye. Das ist auch schon eine geile Strecke hier rauf. Und wir müssen hier auch wieder runterfahren. Mal so ein Tunnel hier durchgehauen. Jetzt geht die Straße da so einmal so quer rum und drüber hinweg. Ja, absolut. Fantastik. Absolut gigantisch. Man bekommt hier oben oft gute Möglichkeiten, die Aussicht zu genießen. Bedingt durch die enge Fahrbahn müssen sich Autos immer wieder gegenseitig Platz machen, was unweigerlich zu Staus führt. Der Mangart selbst ist übrigens 2055 Meter hoch und damit auch der höchste befahrbare Punkt in Slowenien. Früher ging es hier sogar noch ein Stück weiter hinauf. Das ist allerdings nur noch zu Fuß möglich. Das ist der absolute Knaller hier oben. Ey, der Ausblick ist der absolute Wahnsinn. Und wie tief lang das Tal da noch runter geht. Absolut genial. Das ist absoluter Wahnsinn. Es geht theoretisch da sogar auch noch weiter. Da darf man nicht mehr fahren, aber hier theoretisch kann man da noch irgendwie, geht der Wanderweg dann noch weiter. Hammer.
So, jetzt müssen wir hier nur noch wieder heil runterkommen und dann hoffentlich einen guten Campingplatz finden. Mit dem Boss, Digga. Ja, da darfst du dich auch mal großartig bedanken, ey. Oh, was für eine Felswand. Also die Runterfahrt war jetzt mega entspannt. Aber ich glaube, oder ich habe das so gesehen, ich denke, die machen um 17 Uhr da die Schranke zu. Zumindest war da keiner mehr. Und wir sind ja auch nur noch ein Bus ist mir noch entgegengekommen. Und zwar ist ja auch egal. Also wenn man das so timet, ist das auf jeden Fall eine sehr nice Sache. Dann weiß man halt auf jeden Fall, wenn man nach 17:10 Uhr oder so oder 17:15 Uhr oder sowas, dann wird einem da wahrscheinlich keiner mehr entgegenkommen. So, das Zelt steht. Oh, heute bin ich verbrannt. Jetzt geht's noch kurz in die Stadt und ein bisschen Bier kaufen. Und dann schaue ich mal, was es zu essen gibt. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es eine ziemlich coole Common Kitchen, Wasserkocher und allem. Vielleicht gibt es einfach ein paar Rahmennudeln. Also die Nacht war eher mäßig. Hier ist Kirchturm und von Bovic, da war Halligalli, Live-Musik, sonst was. Das ist hier alles bis nachts um 2 hochgeschallt. Naja, hätte besser sein können. Aber dafür war es dann heute früh raus. Das Motorrad ist schon halb gepackt. Jetzt geht's nach Kobarinth. Schauen wir uns mal das Museum da an. Es öffnet allerdings erst um 9. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir bis dahin noch so machen. Tja, so schnell kann es gehen. Gerade sage ich noch großspurig. Dann müssen wir noch mal sehen, was wir noch bis 9 machen. Bis man dann doch fertig ist. Zack, 8:30. Halbe Stunde fährt man eh noch. So schnell kann es gehen, aber das Wetter ist mal wieder ein absoluter Traum. Doch 9:20 Uhr geworden. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Empfehlung mal... Irgendwo habe ich es mal gelesen, dass das Museum hier ganz schick sein soll. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, danach geht es noch so ein bisschen auf kurvigen Sträßchen zu irgendeiner Unterkunft. Ich weiß noch nicht, wo genau. Es schien, dass das Gebiet an der Socha vom Krieg verschont bleiben würde, erklärte doch Italien, Österreich, Ungarns und Deutschlands Verbündeter schon in den ersten Tagen des weltweiten Konflikts seine Neutralität. Das Museum in Kobarinth erzählt die Geschichte der Schlachten an der Isonzo-Front im Ersten Weltkrieg anhand der Schicksale der einfachen Soldaten und der lokalen Bevölkerung. Boah, ey, da sieht man mal, mit was für einem Aufwand die Sachen in die Berge geschleppt haben. Also hier die Größenordnung der Maschinengewehrgeschütze und so. Und da hinten sieht man noch ein bisschen die Größenordnung der Munition. Das ist ja absolute Wahnsinn. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die das alles halt in so einem Gebiet logistisch unterbringen mussten, nur um sich die Köpfe einzuschlagen. Unverständlich. Wahnsinn.
So, nachdem ich da auf dem Boden vom Museum noch ein bisschen rumgeplant habe, ist jetzt auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, heute nur noch so 90 Kilometer zu fahren. Dafür extrem oder sehr, sehr, sehr kurvig. Und dann gibt es heute ein richtiges Zimmer, weil ich auch mal Speicherkarten leeren muss und so. Und dann geht's Sonntag Richtung Hauptstadt, Richtung Ljubljana. Aber jetzt geht's erstmal schön hoch in die Berge. Das Panorama hier ist schon echt genial. Wie weit man da gucken kann. Die Jungs fühlen sich hier aus dem Berg hoch. Außer ein paar kaputte Stellen ist die Straße hier top in Ordnung. Also da muss man echt sich überhaupt keine Gedanken machen. Man wird wirklich an jeder Ecke mit so einer Aussicht belohnt. Das ist wirklich einfach nur schön hier zu fahren. In dem einen Tal gerade hat das Motorrad 36 Grad angezeigt. Ich habe in der Kombi, die immer wasser- und winddicht ist. Auf jeden Fall richtig schön abgekocht. Aber die Aussichten entschädigen so für einiges. Macht hier auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Jetzt geht es hier nochmal runter und dann hoffentlich auf den letzten kleinen Pass für heute. Was jetzt folgt, sucht vom Fahrspaß her seinesgleichen. In ewigen Kurven fährt man meistens ganz für sich alleine durch absolut schönste Landschaften. So, auf zur letzten Abfahrt für heute. Mann, ist das schön hier. Hier ist es auch wirklich so, dass es einfach, hier ist kein Mensch. So einmal kam mir so eine KTM-Truppe entgegen, 3 Leute und einmal so ein Local ohne Kennzeichen. Ansonsten ein paar Leute, für die das hier wahrscheinlich die Pendelstrecke ist. Aber ansonsten wirklich niemand. Ist einfach herrlich zu fahren. Kleine Sträßchen. Gutes Wetter, kaum Verkehr, tolle Aussichten, tolle Berge.
bin komplett durchgeschwitzt. Waren zwischenzeitlich 37, 38 Grad oder sowas, aber ich bin angekommen in Idria. Sieht nach einer süßen, kleinen, netten Stadt aus. Also das ist definitiv auch mal eine Nummer 1. Mein Zimmer ist hier drüber und das ist ein alter Eingang zu einer Kupfermine. Man kann hier Touren machen, aber ich bin zu spät. Aber trotzdem ist es einfach witzig. Ich habe noch nie über einer Mine geschlafen, aber hey. Also ich muss mich nochmal verbessern. Es ist keine Kupfermine, sondern eine Quecksilbermine. Und nicht nur irgendeine, sondern die zweitgrößte Quecksilbermine weltweit. Also nicht die jetzt einzeln, sondern die ganze Stadt und ihre Minen ist hier das zweitgrößte Quecksilbervorkommen weltweit. Und es ist die größte Minenstadt, die größte Bergbaustadt Ljubljanas. Das sieht man an den Gebäuden. Reich waren sie mal. Jetzt wirkt das Ganze auf jeden Fall eher ein ganz klein bisschen, na, tot würde ich nicht sagen, aber schon sehr still. Aber vielleicht täuscht das auch nur. Und der Sponsor dieses Videos bin mal wieder ich. Unter benensmototours.com findet ihr die GPX-Files zu allen meinen Reisen und Bildbände zu den größten Reisen. Und das sind Rumänien, Griechenland, Albanien, Montenegro und die Jadranska Magistrala und die Pyrenäen. Jeder dieser Bildbände hat auf der letzten Seite einen Code, mit dem man sich die GPX-Files umsonst im Shop runterladen kann. So kann sich dann auch ein Beschenkter einfach die GPX-Files zu seinem Geschenk dazu holen. Und natürlich könnt ihr auch alle 3 zusammen kaufen, dann gibt es nochmal ordentlich Prozente. Und wenn das vielleicht nichts für euch ist, als Geschenk lohnt sich sowas immer. Heute fahren wir zur Hauptstadt nach Ljubljana. Da gibt es dann 2 Tage Sightseeing und dann geht es weiter Richtung Osten. Auf Wiedersehen, schönes Idria. Eine sehr nette kleine Stadt. Ein bisschen froh bin ich ja schon, dass ich jetzt nicht mehr in den Julischen Alpen unterwegs bin. Da ist wahrscheinlich jetzt am Sonntag bei dem Wetter die Hölle los. Nicht nur An- und Abreise, sondern halt auch einfach auch alle Leute, die für ein Wochenende oder so mit Motorrädern, Autos oder sonst so in die Berge fahren. Wobei ich ja sagen muss, ich mag die Africa Twin mittlerweile wirklich sehr gerne. Ich habe sie liebend gelernt, aber es war eine längere Lernphase. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber ich würde mir wahrscheinlich auch nie wieder so ein schweres Motorrad zulegen. Weil das dann doch einfach vom Handling ja viel angenehmer ist, wenn die Dinger halt einfach nichts wiegen. Was für ein geiles Sträßchen. Ich weiß dann immer nicht, was schöner ist. So richtig Schotter oder so eine kaputte Asphaltstraße. Meine, kaputt ist die nicht. Das ist hier schon echt mega entspannt zu fahren. Es ist halt einfach nur eng, man sieht und nichts. Kommt zwar einem wahrscheinlich so gut wie keiner entgegen, aber die denken natürlich auch, dass einem so gut wie keiner entgegenkommt. Oh, ist das hier kurvig. Dafür, dass die Straße dann oben so scheiße ist, haben sie die hier einfach mal irgendwann schön ausgebaut. Nach dem ganz kleinen sind wir gerade wieder auf die Hauptstraße abgebogen. Die Hauptstraße hier ist ja die megamäßigste Rennstrecke. Langgezogene Kurven. Naja,
Asphalt. Dass hier so wenig los ist. Ja, wahrscheinlich fahren die alle da irgendwie oben in die Alpen. Klein, Rennstrecke, klein, diesmal wirklich klein. Oh. Und hier ist dann Schotter. Dafür wartet die Strecke hier allerdings auch mit einem Kieren Eldorado auf. Hier sieht man jetzt auch so gut wie keine Touristen mehr, beziehungsweise habe ich noch gar keinen gesehen. Also außer dass es vielleicht ein paar Leute auf den Fahrrädern sein könnten, aber noch bewusst kein Kennzeichen gesehen. Was nicht slowenisch war, noch keinen Motorradfahrer gesehen. Ja doch, bei Italiener. Ein paar Motorradfahrer waren es noch. Aber touristisch fast gar nichts. Wenn ich Sonntag wäre, hätte man hier wahrscheinlich die gesamte Strecke für sich. Ich bin hier gerade in den letzten Zügen von meinem Mittag. Produziere. Da steht das Motorrad. Aussicht ist top. Ist echt grandios hier, da gerade in die Ebene rüber. Super schön. Hier ein Stück weiter südlich ist noch eine der schönsten und größten Felsenburgen Europas. Die habe ich aber schon auf einer früheren Reise mal besucht. Aber dafür geht es jetzt dann heute weiter nach Ljubljana. Und da gibt es noch ein paar schöne Highlights. Und dann weiter Richtung Nordosten, Richtung Maribor. Das ist hier schon echt eine faszinierende Region. Also ganz Slowenien, ich bin immer wieder begeistert von diesem Land. Es ist einfach, es hat so von allem ein bisschen und es ist einfach schön. Es ist geiles Wetter. Hier hast du die Berge drumherum. Kleine Orte, kleine Kirchen, viel noch ursprünglich. War jetzt halt auch nicht irgendwie unmodern oder sowas. Überall das Internet, überall das Empfang. Das hat immer so ein bisschen sowas, wie soll man sagen, Verwunschenes will ich gar nicht sagen, sondern es hat so ein bisschen fast so ein Mittelalter-Vibes. Das gleiche Gefühl hatte ich in Istrien auch schon mal, dass da jetzt überall so ein kleines Dorf auf irgendeinem Hügel in der Kirche. Oh, hier ist auch noch so eine verfallene Burg. Mal ein Herrenhaus, könnte schon eine Burg sein. Und das hat sowas. Einfach Schönes. Easy. Vor mir ist ja auch gerade ein deutscher GS-Fahrer reingefahren, als ob das halt das Selbstverständlichste der Welt wäre. Ich glaube, da muss man sich gar nicht anstellen. Aber nach den Erfahrungen in Rumänien, wo das auch erst so losgeht und dann schnell zu einem Waldweg wurde und dann Stöcker und Steine und dann Geröll und dann alles Mögliche, war man irgendwie so gebranntes Kind. Aber hier ist es ja mega entspannt. Geht's nicht mal großartig rauf und runter. Und ist sogar breit. Kannst du sogar umdrehen.
Okay, also das macht auf jeden Fall mehr Spaß als die Tour in Rumänien. Das ist auf jeden Fall noch ein entspanntes Stück, um sich wieder ein bisschen mehr an Schotter zu gewöhnen. Hier der Blick auf die slowenischen Alpen. Darunter sieht man sich schon, wie sich Ljubljana erstreckt. Ist auch keine riesige Stadt, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Und wir sind ja halt so mitten in der Ebene. Und haben halt die Berge ringsrum. Ist echt toll. Und jetzt sind wir richtig in Ljubljana. Oh, einmal über eine der Hauptbrücken. Ich finde das auch irgendwie so nett. Ljubljana hat auch so einen ganz eigenen Charme, das fast ein bisschen ist sehr ähnlich wie Prag. Mit so schicken Altbauten, zum Teil schon neu renoviert, saniert. Und dann aber immer wieder dazwischen noch so Sowjet Klotzdinger. Also hier geradezu ganz fantastische Altbauten. In weiß und grün. Es ist mittlerweile 20 nach 6 oder so. Es hat dann doch noch alles länger gedauert, bis ich mich sortiert habe. Aber jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Innenstadt. Ich weiß schon, es gibt einen sehr schönen, guten Marokkaner, der eine ausgezeichnete Falafel macht. Es gibt natürlich auch was mehr Lokaleres, aber auch ein paar ganz gute Burgerläden. Die meisten Highlights kommen natürlich morgen, aber wir werden heute Abend auf jeden Fall jetzt erstmal was Leckeres zu futtern finden. Ljubljana bildet das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum Sloweniens. Für mich ist die Stadt mit ihren 300.000 Einwohnern immer wieder ein Juwel. Obwohl sie nicht riesig ist, bietet sie wahnsinnig viel zu entdecken und das auch kulinarisch. Wenn man eins in Ljubljana richtig gut machen kann, dann ist es auf jeden Fall Essen. Da werden einige jetzt sicher mit mir nicht übereinstimmen, aber das beste Mango-Sorbet der Welt gibt es einfach in Ljubljana. Es ist so gut, es ist arschteuer, es ist 100% Mango, es ist nichts anderes drin, es ist absolut fantastisch. Noch nie irgendwo ein besseres gegessen. Cheers. Der Weg rauf zur Burg ist ganz schön steil, bei der Hitze auch mega anstrengend. Aber ich will mir auch noch ein bisschen Hunger anlaufen. Heute Mittag soll es ja noch ein halbes Schwein oder ähnliches geben. Dafür braucht man natürlich auch einen ordentlichen Appetit. Trotzdem belohnt der Weg natürlich auch immer noch mit schönen Aussichten. Die Ljubljana Burg ist nicht nur eine beliebte Touristenattraktion. Sie bietet auch viel Raum für Kunst- und Kulturveranstaltungen. Wir sind hier wahrscheinlich an einem meiner der Lieblingsorte in Ljubljana. Wenn man der Ljubljanica aus der Innenstadt Richtung Süden folgt, dann kommt man irgendwann unweigerlich an die Gabelung. Der Fluss teilt sich so und schlängelt sich dann um die Innenstadt. Und hier an dieser südlichen Gabelung ist halt so ein schönes Café am Wasser. Vor allen Dingen, um den Touristenmassen zu entkommen, ist das hier echt eine totale Oase.
Tschüss. Die schöne Gostina hier, die macht er hier ganz, ganz fantastisches Gerichte aus Schwein, aus einer ganz besonderen Sorte Schwein, ein slowenisches Schwein, das nur auf ganz spezielle Art gefüttert wird, vor allen Dingen viele Nüsse. Er ist so ein Überbleibsel aus den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs oder des Zweiten Weltkriegs im Allgemeinen, als die einfach nichts anderes hatten, was sie den Schweinen füttern konnten. Und das ist wirklich ganz tolles Fleisch und der verarbeitet wirklich alles davon. Er hat hier auch eine eigene Farm irgendwo weiter außerhalb und man sitzt hier schon deutlich abgeschlagen von der Touristenwelt und ist hier wirklich echt toll schattig beschützt unter so einem Ding und hat hier einen wunderbaren Blick. Ich glaube, man sieht es hier gar nicht, aber da ist die Burg, kann hier so schön ganz fantastisch auf die Burg gucken. Und jetzt hat er mir, obwohl er zu hat, hier nur so ein paar Locals sitzen, doch noch einen Teller Suppe, eine slowenische Suppe und ein bisschen hausgemachte Wurst angeboten. Und dazu ein Glas vom Hauswein, also richtig, richtig gut, auch richtig lieb. Einfach super lieber Kerl. Erst hat er mir halt hier so einen Teller Suppe angeboten, den er wohl gerade da hatte mit der Wurst, super lecker. Aber dann war er irgendwie jetzt in guter Laune. Auf jeden Fall hat er mir jetzt noch einen schönen kleinen Birnenschnaps aus Haus gegeben. Slowenischen, sah sehr, sehr gut aus. So, nach einem kleinen Mittagsschläfchen bin ich jetzt nochmal auf dem Weg in ein etwas alternatives Viertel, viel Graffiti und vielen Hostels und so. Ganz cool, viel Street Art und danach geht's nochmal in die Stadt für einen kleinen Abendsnack. Das Kulturzentrum Metelkova war ursprünglich mal eine Kaserne. Mitte der 90er Jahre wurde es von der alternativen Szene besetzt. Heute bietet es Raum für Kunst, Musik und Veranstaltungen. Zum Abschluss geht die Reise zumindest kulinarisch noch einmal tiefer in den Balkan. Bei Das ist Walter findet man absolut geniale Küche aus dem Herzen Bosniens. Good morning. Es ist noch recht früh, auch wenn die Sonne schon recht gut raus ist. Also, weiß ich nicht, 6:45 oder so. Heute geht es nach Maribor, zumindest in die Richtung. Ich weiß noch nicht, wie weit. Es ist jetzt der größte Fahrtag wahrscheinlich, weil ich einfach auch gerne den Osten halt sehen wollte. Das ist jetzt quasi der Hauptgrund, überhaupt nach Slowenien gekommen zu sein. Aber mir läuft auch ein bisschen die Zeit davon, weil ich auch irgendwann wieder nach Hause muss. Und deswegen wird es wahrscheinlich heute ein langer Fahrtag. Also jetzt geht es erstmal richtig, richtig schön über ein paar ordentliche Pässe Richtung Maribor, Richtung Nordosten. Erst Richtung Norden raus und dann so schön durchs Weingebiet. (7:53), ja. Das hätte früher sein können. Das hätte auch deutlich später sein können. Geplante 256 Kilometer. Eigentlich okay. Kommt halt ein bisschen jetzt drauf an, wie heftig sie werden, wie kurvig und wie klein. Es geht jetzt erst raus aus Ljubljana, relativ flott, und dann einmal nach Österreich rein und wieder aus Österreich raus, über den Seefeld-Sattel rein, über den Paulitsch-Sattel raus. Links alt, rechts neu. Was für ein Panorama. 20 Minuten aus Ljubljana raus. Felder rings um einen rum, eine flache Ebene und dann einfach rundherum Berge. Höhere, weniger hohe, aber einfach komplett rundherum. Man ist hier echt nur im Tal.
trotzdem geht es hier halt echt schon richtig langgezogene Kurven, traumhafte Landschaft, richtig schön. Wir sind schon im Tal. Jetzt geht es erstmal immer noch weiter runter, bis wir dann auf die Passhöhe fahren wahrscheinlich. Das ist absolut traumhaft hier. Boah, was für ein Panorama morgens hier. Willkommen in Österreich. Also so gut wie. Oh, ist das ein geiles Panorama. Auf zum Paulitzstadl. Meter weiter kriegt man nochmal so einen richtig krassen Blick auf das Massiv. Und so sind wir schon wieder zurück in Slowenien. Das ist schon die Passhöhe. Ja, auf der österreichischen Seite. Ich meine, hier ist es auch Wahnsinn. Aber da war es gerade schon noch ein bisschen spektakulärer. Hier ist irgendwie der Eingang zum Loga Valley. Es sieht absolut spektakulär aus. Man sieht das gar nicht auf der Kamera, das kann man gar nicht so richtig gut einfangen. Aber es ist wirklich absolut spektakulär. Es sind auch nur irgendwie 5 Minuten Fahrt, bis das Tal quasi zu Ende ist, also befahrbar zu Ende ist. Ja, das soll irgendwie Eintritt kosten. Ich habe nicht gefragt, wie viel, aber ich habe jetzt auch nicht vor reinzufahren. Ich würde ja einfach nur reinfahren und wieder herausfahren. Also, aber kann man sich merken, wahnsinnig beeindruckend. Ah, das sah dann doch zu spektakulär aus. Und es sind nur 7 Kilometer rein und 7 Kilometer quasi wieder raus. Ah, wenn man jetzt schon mal hier ist, dann fahren wir jetzt da auch einfach rein. Das ist so ein bisschen wie wenn man an der Einfahrt da zur Engalm vorbeifährt. Sich dann da nicht klein Kanada anguckt. Das müssen wir jetzt einfach gesehen haben hier. Boah, ey, man fährt hier echt fast bis unter diese Felswand. Da bauen sie wahrscheinlich dann die Straße weiter. Deswegen darf man da nicht reinfahren. Aber das reicht. Boah. Allein schon diese Vegetation ist auch irgendwie, finde ich jedenfalls, sehr besonders. Also sich die 5 € schon echt gelohnt. Boah. Das haben wir gerade auf dem Hinweg gar nicht so richtig gesehen, aber in die Richtung, das sieht auch nochmal richtig einzigartig aus. Wahnsinn. Boah, ist das schön hier.
jetzt geht's wieder los, rein in die Berge. Diesmal auch wieder ein bisschen, es soll unbefestigter werden. Aber die sagen alles entspannt. Kann man alles fahren. Unterhalte ich mich mit dem Tankwart. Frage ihn nochmal, wie das mit der Strecke da aussieht. Dann sagt er so, ja, das ist kein Problem, ist aber halt ein bisschen Schotter. Und dann sage ich ihm, ja, aber ist halt, kann man immer nur ein Auto fahren. Sagt er, ja, das ist gar kein Problem. Dann sage ich ihm, ja, seit Rumänien habe ich ein bisschen Angst, deswegen muss ich immer fragen. Dann lacht er lauthals los und sagt, das glaube ich dir. Wir aufs Stichwort traumhafte Aussicht. Und dann 2 Kehren später hört das auf mit dem normalen Asphalt. Schotter und dann wieder Asphalt. So weiter geht, würde ich sagen, kann man das ganz gut fahren. Das ist nur eine Frage, wie man halt vorankommt. Kehren sind scheiße. Oh, aber was für ein Ausblick. Hammergeil. Oh, geil, Ausblick. Es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter. Ja, ich würde jetzt sagen, auch die Asietta war anspruchsvoller, was den Anstieg da anging. Und hier ist auch noch Verkehr. Also, ich habe schon den Darmstädter gesehen. Und Leute mit ihren Campern, also das geht ja alles. Und man kommt auf jeden Fall flotter voran als in Rumänien. Aber das war halt auch heftig. An dieser Stelle wechsle ich Speicherkarten. Dabei verliere ich leider auch den Adapter für mein Helmmikro. Scheiße. Große Scheiße. Oh Mann, ey. Ich unternehme zwar nochmal einen Versuch, das kleine Stück Technik wiederzufinden, aber es ist natürlich vergebens. Also bisher ist Sloweniens Osten genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ruhig, es ist beschaulich, es ist einfach traumhaft schön. Gelegentliche Schotterpiste muss man mal in Kauf nehmen, aber top ausgebaut, also muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, selbst ich, gebranntes Kind aus Rumänien nicht. Und auch halt völliger Newbie, ne? Ich habe noch nie ein Offroad-Training gemacht. Aber es ist echt schön. Es ist einfach toll, von Rogla hier runter. Das geht jetzt bis Oblotnica und man kann im nächsten Ort theoretisch nochmal auf so die 901 oder 921 abbiegen. Ja, das sieht auch wieder nach sehr, sehr viel Schotter aus. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da Bock drauf habe.
oder ob ich dann einfach ankommen will. Der Schotter ist zwar extrem leicht zu fahren, mein Glück verlässt mich aber trotzdem. Laut den Schildern geht es in keine Richtung weiter. Internet ist nicht existent, eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich wähle Pest und fahre einfach weiter meine geplante Strecke. Das war definitiv nicht die falsche Entscheidung. Und ich werde nochmals mit traumhaften Ausblicken belohnt. Und hier ist wieder. Leider hat meine Odyssee hier noch kein Ende. Immer wieder sind Straßen gesperrt. Nachdem ich der Umleitung gefolgt bin, die mich am Ende über das Gelände eines Tagebaus geführt hat, erreiche ich wieder eine Bundesstraße. Ich bin mittlerweile über 12 Stunden unterwegs. Damit ich nicht erst nachts um 12 etwas esse, beschließe ich noch vor Maribor zu halten und das Abendbrot vorzuziehen. Nach 13 Stunden Fahrt habe ich es dann doch noch geschafft, auf den letzten Meter ein kleines Weingut zu finden. Noch 2 Flaschen Wein eingekauft. Jetzt geht es auf die letzten Meter Richtung Maribor. Im allerletzten Licht erreiche ich schließlich die zweitgrößte Stadt des Landes. Schon der erste Eindruck an der Drau ist fantastisch. Ich war jetzt fast 14 Stunden unterwegs und bin einfach nur froh, ins Bett fallen zu können. Oh, ein bisschen ausgeschlafen, bin jetzt gerade noch ein bisschen am Datensichern und gleich schaue ich mir ganz in Ruhe Maribor an. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, vor allen Dingen, weil es recht übersichtlich ist. Maribor, das auch Marburg an der Drau genannt wird, hat gut 100.000 Einwohner und ist vor allem für seinen Wein bekannt. Zu diesem Ruf tragen auch die Weinkeller der Stadt bei, die zu den größten Europas zählen. Sie umfassen aktuell noch etwa 25.000 Quadratmeter. Die Keller wären sogar doppelt so groß. Über die Jahre fielen Teile allerdings Tiefgaragen zum Opfer. Außerdem wurde auch ein anderer Teil von den Nazis zugeschüttet, damit die Bevölkerung sich nicht verstecken konnte, als Hitler in der Stadt zu Besuch war. Wein wird hier allerdings nicht mehr produziert. In den Kellern lagern lediglich noch ein paar sehr kostbare Flaschen aus den 1940er Jahren. Der Rest dient als Fläche für Feiern, Veranstaltungen und Hochzeiten. Ich bin ganz froh, dass ich verhältnismäßig spät und gut gefrühstückt habe. 12 Uhr Weinführung im Keller mit 3 kleinen Gläsern Wein danach. Boah. Also ich merke so ein bisschen, aber das ist aber gar nicht so schlecht, weil jetzt geht zumindest die innere Sonne auf, weil hier ist jetzt gerade grau und gewitterig. Schau mal, jetzt werde ich mir wahrscheinlich irgendwo ein nettes Café oder sowas suchen. 2 Stunden soll es auf jeden Fall noch regnen. Dann geht es irgendwie weiter. Maribor ist mir auf Anhieb sympathisch. Direkt am Fluss gelegen, mit historischem Stadtkern und gutem Wein. Hier könnte man es auch länger aushalten. Wer mal in Sloweniens Osten kommt, kann hier alles finden, was man sich als Reisender nur wünschen kann. Das hier hinter mir ist übrigens der älteste Weinstock der Welt. Der wurde auf 400 bis 450 Jahre datiert, die Pflanze. Und schlängelt sich hier an so einem schönen Haus direkt an der Drau entlang. Wird dementsprechend auch geschützt, ist hier eines der Haupttouristenattraktionen. Fetter Stahlzeug, Kamera, alles dabei. Für jetzt. Weiter geht es jetzt noch auf einen kleinen Hügel hoch, an den Rebstöcken vorbei. Für einen Blick auf die Stadt. Und dann schauen wir mal. Später müssen wir noch was essen. Zum Abschluss geht es dann nochmal hoch hinaus, um sich die Stadt noch einmal von oben angucken zu können. Also der Ausblick
Hat sich auf jeden Fall mal richtig gelohnt. Es war zwar leider etwas diesig heute, aber die Landschaft hier ist wirklich absolut traumhaft schön. Ich weiß nicht, ob man es schön sieht, aber eher schwer zu erkennen. Ja, klappt nicht so richtig. Aber der Aufstieg zur Pyramide lohnt sich auf jeden Fall richtig. Also Pyramid nennen die das hier. Gucken wir mal schön über Maribor gucken. Ja, jetzt gibt es noch irgendwas zum Abendessen. Und morgen früh geht es auf die Autobahn Richtung Norddeutschland. Am Ende sind wir alle die Summe unserer Erlebnisse und Erinnerungen. Und das werden bei mir viele Momente am Straßenrand mit einem Snack oder einem Getränk sein. Und das ist gut so. Denn diese scheinbar belanglosen Momente machen das Leben erst aus. Sie brennen sich tief ein, weil sie unverfälscht sind. Weil sie nicht perfekt sein müssen, um glücklich zu machen. Das Glück liegt nicht immer im großen Ziel am Ende der Straße, sondern in den kleinen Dingen dazwischen. An einem eiskalten Getränk nach 12 Stunden im Sattel. An dem Geräusch vom Motor, wenn er das erste Mal nach dem Winter wieder anspringt. Oder in der Stille einer einsamen Straße, die man mal ganz für sich alleine hat. Und genau deshalb lohnt es sich einfach, immer weiterzufahren. We're dancing in the bright light.